So, let's go mit Sherlock Holmes Chapter 1. Jetzt muss ich erstmal wieder kicken, wie das Spiel überhaupt heißt, weil ich jetzt zocke. Folge 13. Und ja, wir sind hier heute so ein bisschen zwischen den Quests unterwegs, wollen noch so ein paar kleinere Sachen machen. Quatschen wir gleich nochmal drüber, was heute so ansteht. Wonderful good evening, Mrs. Lucinda. Ja, hast du einen Ballruf gekriegt? Achso, Ballruf gekriegt. Naja, Kapsel das. Das geht ganz schnell. Schotti hier, Phil Cashman, der hatte mal beim Handballturnier, wo wir waren, mit einem Ball alle 5 Finger überall Kapsel das. Sagt. Das war großes Pech. So, was haben wir alles? Wir haben heute die Schatzinsel Runde 3. Hab bisher noch nicht so Lust drauf, aber ja, zur Not googeln da ein bisschen durch die Gegend. Wir haben im leeren Haus ein paar neue Sachen. Also im Haus unserer Mom, da geht ja auch die Hauptquest weiter, weil wir da neue Informationen bekommen haben, beziehungsweise ja, Werner Vogel uns da etwas hingeschickt hat. Basketball, scheiße. Anfangen will ich aber erstmal mit dem Corona Chronicle, denn da gibt es wohl eine Nebenquest. Hier ist zumindest dieses Ausrufezeichen. Und das heißt ja in der Regel, dass wir da eine Quest haben. Ich gehe nicht davon aus, dass die von Mycroft kommt, also von unserem Bruder, sondern das wird wahrscheinlich eher irgendwas anderes sein. So, die Mütze kann weg. Der Bart kann meinetwegen auch weg. Und John können wir auch mal ein bisschen verkleiden hier. So, Chronicle da. I'm watching you closely, Mr. Holmes. Doch kein Auftrag? Ja. Das Ausrufezeichen heißt doch... Warte mal, ich mach mal das weg. So. I'm watching you closely, Mr. Killed Holmes. with one perfect shot to each eye. Ach, schau mal hier. Hast du, sich ja unglaublich Mord zugetragen hat. Despot reicher Männer. Nach Sonnenuntergang. In der alten Ruine. Okay, schon verkackt. Also hier muss man ein Gespräch belauschen. Killed with one perfect. Da fehlt jetzt noch was, scheiße. Killed with one. Das war's nicht. Ja. Nee. Nee. Ah, ihr blendet. Okay, ihr blendet. Always Das hat being noch. very stealthy, Sherlock, and you threw it all away. Come on, pull yourself together. Killed with one perfect shot. Mann. So. Nein. Nein. Ja. Nein. Nein. Ja. Und ihr blendet. Ja. Die Leute erzählen sich, dass jemand in der alten Ruine im Südwesten von Grand Surrey getötet wurde. Angeblich von dem Opfer beide Augen ausgeschossen. Für mich klingt das eher nach einem Schauermärchen, aber ich sollte der Sache vielleicht trotzdem nachgehen. Unter Blinden. Am besten war ja ein anderer aus meiner Klasse, das gleiche sogar eine halbe Stunde vorher auch geschafft. Fälle unter Blinden. Die Leute erzählen sich, dass jemand in der alten Ruine... Achso, haben wir gerade vorgelesen. Alte Ruine Grand Surrey. Das ist hier, ja. Dann mal los. Da bin ich mal gespannt. Süden.
Good day, sir. Merhaba. Good day to be alive. And, by extension, a poor day to take a bullet. Why are you just standing there? I came to take the deceased to the cemetery, but caught sight of Mother Nature's bounty and had to drink my fill. He won't mind anyway. Let me tell you, friend. The sweet sea air, the calming whisper of the waves, it's a salve for all ills. Do you know what happened here? Officer said there was a duel, shots fired, and then that fellow took his last breath. Reminds me of last year. So the inspectors have been and gone? Of course. Police don't let an undertaker do his work before they finish theirs. You mentioned a previous incident. It was in the old city ruins. I remember the deceased was very rich. Front page news, very, very rich he was. But a coin makes a poor shield, as I always say. And who needs it when a view like this is free? Who died? Oh, no, mister. It is not my place to say. Not your place. Nonsense. As you say, he won't mind. Death with dignity, that's all we can hope for, sir. He doesn't need his name out there. Es ist merkwürdig. We're done. Sehr merkwürdig. Aussage des Bestatters. Der Bestatter glaubt, dass der Tod des Mannes auf einen tragischen Duellfall zurückzuführen ist. Die Polizei hat ihre Ermittlungen am Tatort bereits abgeschlossen. Er weigerte sich, mir den Namen des Opfers zu verraten. Vielleicht kann ich ihn ja zu Reden bringen, wenn ich ihm beweise, dass es kaltblütiger Mord war. Der Bestatter erwähnte, dass bereits in der Vergangenheit ein Duell auf Freude natürlich geendet hat. Das selber letztes Jahr in der Altstadt ausgetragen worden, hatte als Schlagzeile auf der Titelseite der hiesigen Zeitung Erwähnung gefunden. Ach so, jetzt finden wir hier gar nichts mehr, oder was? This man is no more. He's ceased to be. He's expired and gone to meet his maker. He's a stiff, bereft of life. He rests in peace. You know the rest. Okay. Predictably, the rumors were exaggerated. The blindfold is intact with both eyes unharmed. Jo. Und die Schusswunde sitzt eher so hier in Herzregion. The bullet entered the heart at an angle, implying it was fired from an elevated position. He died instantly. A key for a birdcage? I'll take it. Tja, Lucy, was sagst du bisher zu diesem ominösen Fall? Duell. A Webley top break revolver. Soll auf jeden Fall zu diesem verschlossenen Blank Raum passen. cartridges filled with a wax-covered gelatin bullet. Effectively harmless, even at close range, but leaves a noticeable Krass. splash on impact. Also der wollte mit Platzpatronen schießen. Ist ja interessant. Der Kontrahent offenbar nicht. The duelist eventually reloaded his gun, but all the cartridges were filled with red non-lethal rounds. A blindfold, discarded or lost. Your opponent was behind you. You know what? That undertaker has a point. It is beautiful here. Das ist bisher sehr merkwürdig. Duellantenanzug habe ich gekriegt. Ach du Scheiße. Okay. Blank cartridges filled with red wax-covered gelatin bullets. Most assuredly non-lethal, if rather theatrical on impact. Webley. Case for dueling Webley revolvers. Na, irgendwas ist hier noch. Scheinbar. The corner of the box is broken, likely from being dropped.
Ich würde ganz ehrlich darauf tippen, ist jetzt mein erster Gedanke, dass jemand versehentlich den Revolver mit echten Patronen geladen hat. Also versehentlich oder absichtlich, aber würde darauf hindeuten, dass es versehentlich war. Er findet jetzt er wundert sich, dass der Typ neben mir aufsteht, geht zu seinem Kasten und merkt, dass er die Patronen mit der Gelatine da drin gelassen hat, lässt ihn fallen und haut ab. Die verbindlichen Regeln des Clubs der Blindduellanten. Über den Club der Blindduellanten darf nicht gesprochen werden. Jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss wahrgenommen werden. Jegliches Blutvergießen bei Duellen oder anderen Zusammenkünften des Clubs muss vermieden werden. Gosh, how exciting. I always wanted to be a member of a club. I bet you couldn't join. No good at following orders, are you, Sherry? Ah, the contest then. I shall prove my blind devotion, so to speak, to their inane rules, and you shall eat your words. Jetzt habe ich gerade das letzte nicht gelesen. Einwilligung der Duellanten. Wir, die Unterzeichner dieser Einwilligung, stimmen hiermit zu, dass dieses Duell unter den strikten Regeln des Clubs der Blindduellanten abgehalten wird. Der Sieger möge zum Schützenkönig der Blindduellanten gekürt werden. Unterzeichnet von EVS und JD, begläubigt von HFVC, ehrbarer Schiedsrichter und Präsident des Clubs der Blindduellanten. Okay. Ach komm. Das muss ich mal anpinnen hier. Ja, irgendwas fehlt hier noch am Tatort, ne? Wir haben jetzt hier die 4, die 3, die 2, die 1. Jawohl. Wartet. Warum schoss der hier hoch? Red stains, relatively fresh. Aha, schaut mal. One chamber is empty, the others are filled with live rounds. Das Ding war nicht mehr zum Spielen. An Amat revolver, 42 caliber. Okay. Die Sache scheint erstmal relativ klar. Und wir dröseln sie einmal auf, was passiert ist. Also. Nee. Ja. Nee. Ja. Nee. Nee. Mhm. Ja.
Nee. Ja. Ja, ich würde sagen, das war's, wa? Jo. The victim was killed by someone up on the wall. It may have been the referee who took advantage of the duelists while they were blindfolded. This Krass. seems plausible, but I must consider all options. What if there was another person here? Nochmal? Oder kann man sie jetzt noch... Nee, hier. Ah, okay. The victim was killed by someone up on the wall. There may have been someone else here, a fourth person waiting for an opportunity to... Aber wo ist denn der Schiedsrichter? Johns Tagebuch. Ein Mörder mit unglaublichen Schützenfähigkeiten, wie aufregend. Ich hoffe nur, dass es letztendlich nicht unzufrieden wird. 3 Männer fanden sich in der alten Ruine für ein Duell ein. Einer von ihnen fungiert als Schiedsrichter. Beide Duellanten ließen sich als Teil des Duellprozederes die Augen verbinden, verwendeten ungefährliche Farbpatronen. Während des Duells wurde das Opfer von einem unbekannten Täter erschossen, der hinter einer der Ruinenmauern stand. Bei dem Täter könnte es sich um den Schiedsrichter oder um eine vierte Person handeln. Macht Sinn, Lucy, bisher, oder? So, was sind nochmal die Regeln? Bei den Club der Duellanten darf nicht gesprochen werden. Je Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss wahrgenommen werden. Jegliches Blutvergießen bei den Duellen muss vermieden werden. Gut, es kann ja nur jemand aus diesem Club sein. Weil, wer würde sonst da anfangen rumzuballern? So. Sometimes I think beauty can blind you, or you can be blind to beauty, you know? Did he see it all around him, do you think, before he covered his eyes and drew his pistol? Can we please leave the nattering behind? Oh, friend, relax. Life's too short to be short with people. Enough tomfoolery. Give me the victim's name. I told you that's his business, not yours. 2 men duelled, 1 man died. When you hit a rock, stop digging. Diesen komischen Anzug muss ich auch anziehen. Die erste Regel habe ich befolgt. There is more to this case than meets the eye. The victim fell not to his duel opponent, but a hidden marksman in the ruins. Abandon your oversimplistic ideals and tell me the name of the deceased so his killer can be caught. Ah, that is wrong, to be sure. Okay, the man's name was Eric von Staub. I heard the officers say that he lived in Scaladio. At last. You may return to your vacant stare. Okay. Der Name ist Officer Erich von Staub, er lebt irgendwo in Scaladio. Wir müssen auf jeden Fall nochmal das Archiv durchsuchen. So, warte mal. Also, unterteilt von EVS, Erich von Staub und JD, das ist also der andere Duellant. JD. Und HFVC war der Schiedsrichter und Präsident des Clubs. Okay. Dann starten wir erstmal mit der Zeitung. Alter, das war so eine Töle die ganze Zeit. Also diesen gelben Anzug müssen wir auch nochmal anziehen. Bestimmt. Während der Quest. Nee. So. Vergangenheit ein Duell. Das Duell war letztes Jahr in der Altstadt.
Spiegelseite. Tragischer Vorfall in der Altstadt. Der Erbe einer der wohlhabendsten Familien Cordona starb in noch jungen Jahren bei einem Duell mit verbundenen Augen. Das Opfer, das nicht namentlich genannt werden darf, bis alle Familienmitglieder informiert wurden, trat in die falsche Richtung und stürzte von einer Klippe in den Tod. Die in diesem kuriosen Duell beteiligten Personen brachten ihr tiefstes Bedauern zum Ausdruck und lobten sich nie wieder zu duellieren. Alter, okay. Das ist schon nach kurzer Zeit im Archiv vor mir, ich hatte ruhig länger dauern können. Ich hatte gar keine Zeit, Däumchen zu drehen. Okay. Das Opfer hatte verbundene Augen starb in einem einzelnen Schuss mitten ins Herz. Der Schuss wurde aus der Position abgegeben. Ungefähr von der Herrn Webley über ungefähr die Paarverton. Das Name des Opfers lautet Erich von Staub, liegt irgendwo in Skeledio. Das können wir doch hier jetzt bestimmt nicht finden. Nee. Nee. Jonah ist richtig pisst. Also ist nicht das richtige Archiv dafür. Ach so, das hätte ich ja auch wieder sehen können. Das sieht man ja immer, wenn man im Archiv dieses Ding auf hat, ob das oben rote Buch oder dieses schwarze Buch auf rotem Grund ist oder nicht. Gibt's da hier oben rechts. Ich gucke mal, ob hier das richtige Archiv ist. Was? Kommen wir gleich nochmal zu. Da ist richtig, da ist oben das rote Buch drin. Also. Verbrechen. Genau. Personengruppen. Opfer. Hinweise. Ach doch, Verbrechen, ja klar. Tatwerkzeug. Nee. Skeledio. In der alten Ruine wurde ein Mann erschossen. Das Opfer wurde als Erich von Staub identifiziert, geboren 1857, ledig gestorben 1880. Wohnort Anwesen der von Staubs auf Cordona. Verwandte Irma von Staub, Mutter gestorben 1877, Reitunfall. Gerd von Staub, Vater gestorben 1877, Reitunfall. Magda Irma von Staub und Schwester, Wohnort auf dem Anwesen der von Staubs in der Baskerville Street zwischen der Vernet Street und der Bonaparte Street im südlichen Teil von Skeletor. Ich hoffe nicht, das Game ist echt nicht schön. Pass auf, wir müssen uns jetzt als der verkleiden. Ja, könnt ihr mal weiter quatschen? Did you hear Basilio Coppello? Auslandswerte Firma Amor Coppello vorgefallen ist. Did you hear Basilio Coppello is in jail? A dead body was found in his showroom. Oha. Nochmal. Nein. Nein. Ja. Nein. Ja. Also wir nehmen jetzt gleich einen neuen Fall quasi an, aber den machen wir dann erst später. Nein. Nein. Ja. Nein. Jawohl. Ein mitgehörtes Gespräch weckte meine Neugier. Basilio Coppello, Inhaber der bekannten Sicherheitsfirma Amor Coppello, wurde festgenommen. Er befindet sich in einer misslichen Lage, da in seinem Firmengebäude eine Leiche in einem Tresor gefunden wurde. Basilio Coppello beteuert seine Unschuld, aber die Faktenlage spricht gegen ihn. Er wird in einer Zelle der Polizei gefangen gehalten. Let's pretend to be cops, eh? We can just stand around and look confused. So, wir bleiben aber erstmal in unserem Fall dran. Und zwar haben wir den Wohnort des Toten ausfindig gemacht.
Und da fahren wir jetzt hin. Und zwar Baskerville Street, Vernet Street und Bonaparte Street. Ins Gladio. So. Da ist die Baskerville, Bonaparte Street und Vernet Street. Also hier irgendwo. Der war erst 23, ja. Naja. Ist aber so ein alter Opa, der duelliert sie in der Regel nicht, ne? Ja, ne, wenn ich Menschen kille, packe ich sie mir auch immer erstmal in meinen Tresor. Ja gut. Erstmal verschwinden lassen. Zu Anwesen der von Staubs. Mit Trauerflor. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Warte mal. Dann schick mir noch Polizist, ne? Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Miss von Staub. Eltern beim Reitunfall und der Bruder beim Schießunfall. Also, die hat schon so ein bisschen Pech. How many German composers feature here? Ludwig van Beethoven. Das sind dann wohl die Appears Eltern. the parents are dearly missed. Our beloved parents, 1875, Baden-Baden. Rest in peace. Deutsche. So quatscht jetzt der wenigstens Good Deutsch day, mit miss. uns? I regret to disturb you at this tragic time, but could you spare a moment? Oh, officer, I've been waiting. Is his body still in that horrible place? A horrible place? I should introduce you to the Undertaker. But first, you and I shall get to know one another. So, dann gucken wir sie uns mal an. Fahles Gesicht, blass. Benutzt Hautsalbe, fettige Stelle. Schwarzes Band, trauert. Oh, frischer Bluterguss. Davy, ist mal die gefesselt oder was? Getrocknete rote Farbe. Die schießt scheinbar auch. Frische mehrfarbige Flecken. Kriecht Sherlock jetzt eigentlich gerade in Wirklichkeit unter ihrem Rock rum oder was macht er? Alte Blutergüsse. Also die schießt scheinbar auch. Ah ja, Reitunfall. Magda von Staub, eine schwächliche und traurig wirkende junge Dame in ihren 20ern, ist Erich von Staubs Schwester. Sie trägt ein schwarzes Band, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Ihr Gesicht sieht müde aus, sie ist elegant gekleidet, doch ihr äußeres Erscheinungsbild zeigt zwei interessante äußere Auffälligkeiten. Erstens mehrfarbige Farbflecken, die auf eine Leidenschaft für die Malerei schließen lassen. Die Farbe Rot überwiegt. Zweitens deutliche Rückstände einer Salbe auf ihrem Kleid, was darauf hindeutet, dass sie die Salbe oft verwendet. Zudem fielen mir mehrere Blutergüsse auf, deren Heilung unterschiedlich weit vorangeschritten ist. Sie scheint die Salbe medizinisch anzuwenden. Von Staub lässt eine Bluterkrankheit behandeln, die der Grund für ihre Müdigkeit und Hautflecken sein dürfte. Wurde oft geschlagen. Magda von Staub, eine schlechte und traurig wirkende junge Dame in ihren 20ern, ist die Ehe von Staubs Schwester. Trägt ein schwarzes Band, um ihre Trauer zum Ausdruck zu bringen. Fahles Gesicht lässt darauf schließen, dass sie nur selten das Haus verlässt. Sie ist elegant gekleidet, doch ihr äußeres Erscheinungsbild zeigt zwei interessante Auffälligkeiten. Erstens mehrfarbige Farbflecken,
die auf eine Leidenschaft für die Malerei schließen lassen. Die Farbe Rot überwiegt. Zweitens sollte die Rückstände einer Salbe auf ihrem Kleid, was darauf hindert, dass sie die Salbe auch verwendet. 10 Filme mehrere Blutergüsse auf, deren Heilung unterschiedlich weit vorangeschritten ist. Sie scheint ihr selber medizinisch anzuwenden. Miss von Staub versucht, ihre Blutergüsse zu verbergen, weil sie sich dafür schämt. Sie ist ein Opfer häuslicher Gewalt, das regelmäßig geschlagen und im eigenen Zuhause gefangen gehalten wird. Keine Ahnung. Ich hoffe mal, dass sie krank ist. I am Officer Holmes. I take it you are Magda von Staub, the sister of the deceased? Oh, pardon me. Yes, I am. My deepest condolences, Miss von Staub. Your brother's body will be returned to you shortly, as I believe the case will soon be closed. Nevertheless, there remain some formalities requiring attention. May I ask you a few questions? Oh, if you must. But I'm unsure if I will be of much help. Forgive my intrusion, but I must inquire about your bruises. Did you take a tumble? Oh, I have a weak disposition. It's not so bad, but my skin marks more easily than a peach. It's Also, ich hatte schon mal recht. Do you know if Mr. von Staub had any enemies? Someone that may have sought to do him harm? Enemies? I don't know. He and I did not discuss such matters, and he was rarely called upon by visitors. My brother's only guests were his friendly contests, but I was not allowed to participate. I merely heard it all from my room. Contests? Eric would practice shooting on the patio, and occasionally friends would join him, but I couldn't tell you if they ever argued. Where were you when your brother died, Miss von Staub? I was here painting Eric's portrait. My God, you could have asked the servants. Alas, I needed to hear it from your lips. May I take a look at Mr. von Staub's room? His personal effects may prove invaluable in our understanding of the case. Please do. Here's the key. Okay. Magda von Staubs Aussage. Schwester ist ihr nicht bekannt, ob ihr Bruder Feinde hatte. Miss von Staub scheint sie von sämtlichen gesellschaftlichen Ereignissen auf dem Anwesen ausgeschlossen zu haben. Miss von Staub gestattet es mir, Erich von Staubs Zimmer zu inspizieren. Sie sagte, das Haus am Tag des Todes ihres Bruders nicht verlassen zu haben. Das war nochmal die Bediensteten danach fragen. Hallo Bedienstete. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Do you know anything about this? I'll gladly tell you everything I know, officer. Neuer Eintrag in Johns Tagebuch. Ein weiterer meisterhafter Lauschangriff gibt das Einzelheiten Sherlock Holmes seiner Ordnung genießt, wie Schottische. Magda, achso, die Bediensteten der von Staub bestätigen, dass Miss von Staub das Haus am Tag des Todes ihres Bruders nicht verlassen hat. Okay. Good day, officer. Miss von Staub awaits you in her boudoir. Miss von Staub, Junge. Pew, 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 pew. Ah, schaut mal hier. Oh, I love it when you're reckless. Were those Limoges porcelain? You have a keen eye. Well, I suppose it's yours. Next time, shoot with a blindfold. So, ich hab in auch die zweite Regel befolgt. Was war die dritte? Kein Blut, ne? Blutvergießen mal durch einen oder anzukommen, wenn das bloß noch Fälle bei mir werden. Okay. Fight. Jede Gelegenheit, sich im Schießen zu üben, muss genutzt werden. Komische Sippe. Schießhütig. So. Help me, please. I'm sorry, but I can't help, officer. Dann schauen wir mal. Also, wir haben hier ein Papier. Werter Herr von Staub, Brief bezüglich Schulden. Danke für die Auflistung meiner Schulden, die Sie mir neulich zukommen ließen.
bin mir sehr wohl bewusst, dass Sie von mir noch 70.000 Goldmark erhalten. Seien Sie sich dessen gewiss. Tatsächlich habe ich diese Summe stets vor Augen, wann immer ich Sie im Club sehe. Bitte seien Sie sich versichert, dass ich nicht beabsichtige, Sie viel länger über die Tilgung der Schulden im Ungewissen zu lassen. Ich bereite zur Lösung dieses Problems bereits konkrete Maßnahmen vor. Bis dahin verbleibe ich mit großer Dankbarkeit für Ihre Geduld und Ihr Entgegenkommen. Hier ist von meinem Edelmann Ihres Standes auch nicht anders erwartet. Der hochachtungsvoll HF von C. Lucy, das ist der Schiedsrichter und der Chef von dem Club. Da können wir gleich nochmal gucken, aber das war so. Hier, HFVC. Er war Schiedsrichter und Präsident des Clubs der Blindduellanten. Der hat also Schulden bei dem gehabt. Mordmotiv. Die Schulden fallen jetzt erstmal weg. Allerdings habe ich den Brief nicht geschrieben, wenn ich ihn danach umbringen will. Also. Sir Barnaby Boddington, 1879. Mhm. Sehr geehrter Mr. Boddington, vielen Dank für Ihre rasche Antwort auf mein Ansinnen und auch für die Zusendung Ihres Porträts. Magda bringt Ihnen sogar noch größere Bewunderung entgegen und sie ist ob ihrer baldigen Verlobung mit einem bemerkenswerten Gentleman, wie Sie es sind, hoch erfreut. Zahlreiche Verehrer hielten um die Hand meiner Schwester an, doch stets vertrat ich die Ansicht, dass nur ein Mann wie sie ein würdiger Gatte und Beschützer sein kann. Der wollte die Frau mit dem Typen verheiraten? A wealthy man in his 60s. Okay. Da wird sie ja richtig begeistert gewesen sein. A typical crest for a league or a guild. Club headquarters, 190th anniversary celebration. Nein. Sehr geehrter Herr von Staub, Sie wollten Magda an den alten hässlichen Sack verändern. Ja. Wir haben Ihre Bewerbung beiliegende Empfehlungsschreiben dankend erhalten. Wir werden die von Ihnen zugesandten Dokumente sorgfältig prüfen und selbstverständlich den Honorarskonsul darüber in Kenntnis setzen, dass Sie sich als der Nachfolger bewerben. Hochtragungsvoll Maximilian Gunther, Auswärtiges Amt des Deutschen Reiches. Mhm. Igitt, ja. Und einen neuen Job soll er kriegen. Verbrannte Papierreste. Leitfaden zur körperlichen Bestrafung in der preußischen Armee, Auszüge der Bücher 1 bis 5. Da hat er doch seine Frau geschlagen. This whip is well loved and well used. Scheiße. Na Lucy, langsam fängt der Fall an, in eine andere Richtung zu gehen. Ja. Richtig, das könnte auf jeden Fall sein. Was dagegen gerade spricht, ist, dass die Bediensteten ihren Alibi geben. Und es wird am deutschen Wesen einmal noch die Welt genesen. Dagegen spricht, dass ihr die Bediensteten gerade ein Alibi verschaffen. Das kann auch sein. Ich bin gleich wieder da. Ich muss mal ganz kurz durchdenken.
Okay. Also. Ich fand eine Fotografie, die eine Gruppe von Männern mit Augenbinden zeigt. Sie alle tragen gelbe Anzüge und Revolver. Es kann sich dabei nur um den Club der Blindduellanten handeln. Einer der Männer ist Erich von Staub, auch der andere Duellant aus der Ruine. Ein wichtiger Zeuge oder möglicherweise sogar der Mörder findet sich bestimmt auf der Fotografie. Die einzige Spur, die mich zum Club führen könnte, ist ein Wappen mit zwei gekreuzten Revolvern, die mit einer Augenbinde zusammengebunden sind. So, in Eva Schnaps Zimmer fand ich verwandte Briefe. Vielleicht lässt sich ein Teil des Geschriebenen wieder sichtbar machen. Ach, da noch ein bisschen Chemie anwenden hier. Fünf. So. Ein bisschen höher schieben hier. So, 2 haben wir schon mal. Und dann brauchen wir noch das Ding. Mal 2. Und einer runter. Und nochmal plus. Die Lösung, Endlösung. So, es gelang mir, die Verbände wieder lesbar zu machen. Die unterschiedliche Handschriften lassen aufschließen, dass die Bibel von verschiedenen Personen verfasst von Mist von Staub ist. Ich möchte Ihnen meine Hand zittert und mein Herz bebt, würde Ihr Bruder auch nur zustimmen. Junge. Wird immer interessanter. Da wollte jemand die Schwester heiraten. Möglicherweise kein Deutscher. Und wenn er seine Schwester mit einem Deutschen verheiratet hätte, dann hätte er wahrscheinlich auch den Job nicht gekriegt hier als Auswärtiges Amts, keine Ahnung, was er da machen wollte. Ich bin sehr, sehr, also es ist gerade so viel, was sein könnte. Das ist total interessant, der Fall bisher. So viel, was sein könnte. So, das Scheinbarzimmer der Frau. An ointment by a Dr. Herbert with a lavender and pine scent. Dose mit Salbe. Nochmal Chemie. Eine Dose, die in eine Salbe zur Behandlung von Blutergüssen hält. Sie riecht nach Lavendel und Kiefer. Wie? Ach, muss ich nicht. A handsome portrait of Eric. Miss von Staub does have talent. Mit seiner Peitsche, Junge. The rounds have been emptied. The black paint looks thick. It's been mixed with something. Schießpulver. Die hat Schießpulver in die schwarze Farbe gemacht, was? Ja, jetzt brauchen wir mal eine chemische Analyse. Doch nicht. Ja, eine etwas schwarze Farbe aus dem Zimmer ist von Staub, dem Geruch nach Zutaten wurde ihr Schießpulver beigemengt. Und Flotter wird dann zum Sherlock Holmes, ey. The end and the beginning.
Das Ende und der Anfang. Die fühlte sich hier eingesperrt, kann das sein? Weil sie zeigt da auch diesen Duellplatz, wo der gestorben ist. Das ist doch das Ding. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Vergitterte Fenster. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere. She covered the locked windows with paintings, but the atmosphere remains oppressive. Sad home for a young woman. Excellent score. Na, vielleicht wurde sie doch geschlagen. So wie ich mir das jetzt hier so angucke. Oh Mann. So, dann quatschen wir mal mit ihr nochmal. So. There is an unfinished portrait of your brother in your room. Beautiful to be sure, but one detail drew my attention. Why did you add gunpowder to your black paint? You entered my room? I thought you were only inspecting Eric's. It is standard procedure, Miss von Staub. Now, tell me about the gunpowder. Eric's art was his shooting, and this painting is my tribute to him. It felt appropriate. We're both artists in different ways. I don't understand. I found burnt letters in your brother's room. I believe they were addressed to you. To me? From whom? They appear to be from some of your suitors. Why did you burn them? I didn't. I didn't even know about them. Eric, he never said a word. One of the revolver cases in your brother's room is missing. Do you know where it may be? I'm not permitted in Eric's quarters. I suppose he must have taken it with him. I don't understand. I'm sorry, I don't follow. It seems you and Mr. Boddington were to be engaged. Were you as thrilled at the prospect as your brother? Mr. Boddington is not how I had imagined my husband. But it was Eric's choice. I didn't dare dispute it. Also, ich glaube ehrlich gesagt nicht, Lucy, dass diese Frau da jemanden umbringen kann. Muss ich dir mal so sagen. Good day, officer. May I ask you Miss von something? Staub awaits you I'll in the gladly tell you boudoir. everything I know, officer. Von den Bediensteten erfuhr ich, dass Mr. von Staub immer zu Fuß das Anwesen verlief, wenn er seinen gelben Anzug anhatte. Mehr konnte ich nicht in Erfahrung bringen. Okay, also kann nicht so weit weg sein. Es kann nicht so weit weg sein. Aber ihr Verehrer, da hast du recht, der könnte das möglicherweise durch auch, wenn er in diesem schießwütigen Verein drin war. May I ask you something? Of course, officer. Let me tell you. Man sagte, dass auf dem Anwesen eines Aristokraten im südlichen Teil von Grand Surrey überkreuzte Revolver als Dekoration zu sehen sei. Vielleicht können mir die vornehme Bewohner dieses Hauptviertels weiterhelfen. Aha. Südlichen Teil von Grand Surrey. Anwesen eines Aristokraten. Ach, Mann, ey, was in der Schulter hier oben. Tut so unfassbar weh, ey. Schaut mal, das sieht doch. Fast wie das Haus aus, wa? Nur die überkreuzten Röhre fehlen. Hi. Can I ask you a question?
I respect you, officer, but unfortunately I know nothing about that. Außer dass das ein Haus ist, was genauso wie das Haus hier aussieht. Aber es ist es nicht. Spielplanänderung. Could you help me? Of course, officer. Let me tell you. Mir kam zu Ohren, dass es sich bei den zwei überkreuzten Räubern um das Wappen eines ehrbaren Clubs handelt, zu dem allein zu Mitglieder zu haben. Der Club befindet sich in der Baskerville Street zwischen der Souls Row und den Silent Way. Souls Row und Silent Way, ist sogar schon dicht dran, ne? Hier! Jawohl! Nur Mitgliederzutritt. Hehe, na denn. Lucy, du weißt, was wir jetzt machen. Bitte schön, Lucy. Please come in, sir. The gentlemen are waiting for you on the training ground. Down the stairs. Please come in, sir. Gut, da haben wir sie gefunden. Gerion Friedrich Folgen von Kramm, der Meisterschütze. Abdruckbaumeister Revolver, der Matt-Revolver. Der fehlt. Heinrich Alois Folgen von Kramm. 1854. Das Wunder. Jetzt mal gucken hier. HFVC. HFVC, Lucy. Augenkrebs, vor allen Dingen Heimliche und dann Verkehrs... HFVC. Das ist dann wohl der derzeitige Chef und Hauptverdächtiger. Gästebuch, ein Gästebuch mit Einträgen zahlreicher namhafter Besucher. Es kommt ein erquicklicher Besuch, der mir ein weiteres Mal vor Augen führte, wie wichtig es ist, deutsche Traditionen in der Welt zu bewahren. Friedrich Wilhelm, Kronprinz von Preußen. Es war mir eine Ehre, den Präsidenten dieses Clubs kennenzulernen. Für wahr, Heinrich Folgen von Kramm tut viel Gutes für unsere Stadt. Ein Hoch auf die deutsch-britische Freundschaft zu William Sinclair, Gouverneur von Cordona. Fancy? Not every manor has a custom floor. That is the von Kramkrest, the old Prussian noble family. They must be patrons of the club. The floor is so smooth and slippery. I wonder if I could skate on it. Alles schön deutsch hier. Da fühlt man sich doch mal wohl. Do you think they check the submission box? My application deserves prompt consideration. Alois Werner von Kramm. 1794 bis 1840. Das Adlerauge. Büro des Präsidenten. Ah. Der sieht irgendwie wuselig aus. Hat der potenzielle Killer, meinst du jetzt? Der Schiedsrichter. Jegliches Blutvergießen bei Duellen oder anderen Zusammenkünften des Clubs muss vermieden werden.
Ach. It's the killer. Shake a leg. Get him. You can overcome the brute now. No more crime for you until next month. Dodge this! Time to knock this guy out. Don't cry, you'll live. The snuff's ready. I couldn't miss the party. Take a rest, my friend. What? We can overcome the brute now. I'm coming. Don't bother. Give him the pepper snuff. Dann gleich wieder ausschalten, ne? Don't... I'm coming for you. No more... I'm coming for you. Na, das läuft ja sehr gut bisher. Too simple. The snuff's ready. May I? No more crime for you until next month. Na, das war Don't einfach. cry, you'll live. Ja. Ich will wieder kein Blut vergießen, richtig. I must say, Sherry, that was near perfect. Could it be that you're not completely hopeless? Willkommen im Club. Eigene Trophäe bekommen. Befolge die Regeln des Clubs der Blindduellanten. Clever system. Buch über den Club der Blindduellanten. Der Club wurde 1689 von August von Kramm nach einer legendären Wette gegründet. Die Wette hatte dann Bestand, in einer mondlosen Nacht 22 Enten zu schießen, um einer wildhübschen Adelstochter namens Hedwig den Hof zu machen zu dürfen. Unglücklicherweise war es zu dunkel gewesen, dass er stattdessen unabsichtlich 2 Wandersmänner erschossen hatte. Nachdem August somit sowohl die Wette als auch seine Angebetete verloren hatte, schwor er sich ein Meister der Schießkünste zu werden und gründete den Club der Blindschützen. Um ihre Fähigkeiten unter Beweis zu stellen, mussten die Mitglieder durch eine Leinwand hindurchschießen. Da sich schon bald Langeweile einstellte, gingen die Schützen des Clubs immer mehr dazu über, sich mit verbundenen Augen zu duellieren, woraufhin der Name des Clubs in Club der Blindduellanten geändert wurde. Nach dem Tod eines der Mitglieder des Clubs im Jahr 1777 kam es zu tiefgreifenden Änderungen, darunter das Ersetzen richtiger Munition durch handgefertigte Platzpatronen. Im Laufe der Zeit spaltete sich der Club in mehrere Sektionen auf, die sich in verschiedenen Ländern etablierten, um die deutschen Schützentradition aufrechtzuerhalten. The same ingredient was used in the dueling revolver's ammunition. All these places are perfectly secluded, ideal for private duels. Muss ich mir die jetzt irgendwie merken oder hat er sich die...
Also wir haben dann noch hier einen Duellplatz. Dann All these places are perfectly außen. secluded, ideal for private duels. Mhm. Die fette Blute auf dem Boden. So, was haben wir denn hier noch? Aha. Glass crushed underfoot with damp traces still visible. Erstes Telegramm. Kann ich kommen? Fürchte um mein Leben. Muss Cordona sofort verlassen. Tut mir leid, seid ihr auf der Hut Dorfmann. Zweites Telegramm. Diese verfluchte Anarchisten sind überall. Das geht auf ihr Konto. Machen mich sofort auf den Weg zu unserer Dringlichkeitssitzung. Werde meine bewaffneten Männer mitnehmen. Hasenkamp. Drittes Telegramm. Werde dort sein. Armer von Staub, ein herber Verlust. Wer war es? Diese verfluchten Engländer vom Club der Linkshänder? Duellanten von Münchhausen. Also ein Telegramm ist scheinbar. Fürchte mein Lebensgrund. Das geht auf die. Also die denken, dass jemand anders von Staub gekillt hat, scheinbar. 2 glasses with dregs of alcohol. Should I pour us a drink, John? A nice apricot aroma. Marilyn schnapps, I presume. Half full. Aber wurde von mehreren Männern angegriffen, oder 2 Mitglieder des Clubs der Blinde gingen aus dem Kampf als Sieger hervor. Im Raum muss sich allerdings ein drittes Mitglied aufgehalten haben. Die Person kann nicht verletzt sein, ich sollte mich genau umsehen. Ach hier. Fingerabdrücke, geheimer Hebel. Ach Gottchen. Das ist ja was ganz ausgewuchstet hier. Who the devil are you? I won't go down without a fight. Sherlock Holmes. And if I wanted a fight, you would already be on the floor. Fortunately for you, I'm merely here to ask a few questions. Is that so? Well, come on, pretty boy. How about I fix that nose of yours? Give it a bit more character. Enough. Your compatriots attacked me and I responded. They still have their lives, unlike Mr. von Staub. True. At least you are not a murderer. Fine, you may speak. Halt beobachten, die wir auf den Sack. So, schauen wir uns den Typen an. Sieht schlecht, Glasauge. Ganz sowas haben. Marksman, bester Schütze des Clubs. Siegerabzeichen. Rote Farbe. Womöglich Blut. Verheiratet ist er auch, oder was? Ach, Wappen für der von Krams. Ah. Aus der alten Ruine. Das ist dann wohl Heinrich Folgen von Krams, der Präsident des Clubs der Blindduellanten. Sein wertvoller Siegelring verrät, dass er einem deutschen Adelsgeschlecht entstammt. Er sieht sehr schlecht, weiß seine Sehschwäche jedoch gekonnt zu verbergen. Er verwandelt diesen Makel in eine Stärke und wird zum Schützenkönig des Clubs der Blindduellanten, wovon sein Siegerabzeichen zeugt. Meine Beobachtungen lassen den Schluss zu, dass Heinrich Folgen von Kramm ein selbstbewusster, stolzer Mensch ist. An seiner gelben Clubkleidung kann man erkennen, dass er einem tödlichen Duell zugegen war. Der Schmutz am Knie dürfte vom Boden der Ruine stammen. Der rote Fleck auf dem Ärmel rührt nicht von meinem Kampf mit den Clubmitgliedern her. Außerdem entsprechen die Initialen des Schiedsrichters auf der Duelleinwilligung den Anfangsbuchstaben seines Namens, was wiederum seine Nervosität erklärt. Vermutlich diente Mr. von Kramm auf dem Boden, als er versuchte, Erich von Staub zu helfen. Da wurde seine Hose schmutzig und Blut gelangte aus seinen Ärmel. Erich von Staubs Blut. Kein Gänge sind so cool, wenn man von Tisch, dass hier in meinem Haus keine möglicher Verdächtiger.
An seiner gelben Flugkleidung kann man nicht erkennen, dass er am tödlichen Duell zugegen war. Der Schmutz am Knie dürfte vom Boden der Ruine stammen. Der rote Fleck auf dem Inneren rührt nicht von einem Kampf mit dem Klopftieren her. Aus seinen entsprechenden Initialen, das wissen wir auch möglicherweise, kniete Mr. von Ram auf dem Boden, als er auf Erich von Stopp zielt. Und der dunkelrote Fleck auf seinem Ärmel könnte von einer Farbe eines anderen Duellanten stammen. Tja. Ich sag mal möglicher Verdächtiger. Ich weiß es aber noch nicht. Mal gucken. So you are Mr. Von Kram, one of the club's best shots, the referee of the deadly duel, and the prime suspect of the case. Heinrich Vögen von Kram, but you're incorrect. I am the best shot at the club, and I had nothing to do with Erich's death. Your clothes tell a different story. The dirt on your trousers confirms your presence in the old ruins, and the red stain on your jacket is from the wax-covered gelatin your club uses for non-lethal rounds. I suspect you took a hit from the other duelist after Mr. von Staub was shot dead. A better shooter would have avoided it. I am innocent, but if you persist in your slander, that may well change. Fine. Answer my questions and prove me wrong. Otherwise, I shall simply inform the authorities we have our man. First violence, now blackmail. Ah, well, I have nothing to hide. First violence, now blackmail. Ach, was war jetzt los? I'd like to speak with the other competitor. He left the island. Mr. Dorfman was sure that the killer was after him. He is innocent, I assure you. Indeed, from his position it would be impossible to fire the bullet at such a downward trajectory, but he was a witness. Shame. So, what transpired in the old ruins? Everything began as normal. The signatures, choice of weapons. I checked it all, and then blindfolded the duelists. Erich stood to my left, and his opponent, Mr. Dorfman, to my right. Before they could begin, the killer fired. And I'm sure it was not Dorfman. Why are you so sure? The sound was different. Not a Webley revolver. And further away. The killer must be an excellent shot to hit the heart. Der Liebhaber von der Freundin, der hat ein Alibi, der hat ein Motiv, weil der schuldet dem 70.000 Goldmark oder was ich was das war. Die Schwester hat ein Alibi, aber der Mann der Schwester, der sie heiraten will, der hat natürlich auch ein Alibi. You said the killer was an excellent shot. Do you suspect someone from the club? Definitely not. No one from the club would break our rules. Ja. Did you or the other duelist see the murderer? No. The killer slipped away into the hills, so we turned our attention to Erich. Rest his soul. And neither of you pursued the culprit? I will not have my character impugned. We had only blank cartridges and a fallen friend at our feet. He was our focus. What transpired after the shooting? I heard Erich cry out and fall. Mr. Dorfman turned and fired at the killer, but I shouted at him to stop and help. I tried to save Erich, but it was too late. He was gone. He was gone. So, dann werden wir ihn mal mit It seems you owed Brief Mr. von hier Staub a small fortune. A konfrontieren. fortune to you, perhaps, but a trifle to me. Our debts ebbed and flowed. In our next contest, there was every chance I would win it back. Erich was too concerned about all that. Frankly, he often lacked the demeanor of a nobleman. His progressive tendencies could be grating. Mr. von Kram beteuerte, Ehe von Stopp nicht getötet zu haben, versicherte mir, dass auch der andere Duellant als wieder ausgeschlossen. Während Kern seiner Meldung nach Haus eine viele Personen, die sich wahrscheinlich in der Ruine versteckt hielt, geschossen haben, da das Schussgeräusch nicht vom Revolver des anderen Duellanten stammte. Deswegen gab er an, einen blumigen Geruch wahrgenommen zu haben, als der tödliche Ehe von Stopp abgegeben wurde. Einen blumigen Geruch? I can't help you with this. Okay. Gut. I don't know what you're talking about. I've never seen this before. I can't help you with this. I've never seen this before. You have a nice collection of pistols, Mr. von Kram.
Ah, a fellow connoisseur of firearms. Did something catch your eye? What caught my eye is a missing Lamat. Where is it? Ah, that one. I lost it in a bet. A rare failure of mine. A bet with whom? That's private, Mr. Holmes, and unrelated to your investigation. Bei dem Verschwunder, da hat er einen Punkt und Teams kündigt, die tun es nicht gerade schlau. Dann war es doch Magda. I can't help you with this. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. Ich gehe einfach mal alle durch hier. I've never seen this before. I can't help you with this. Wo ist denn die... As hier. it happens, a Lamat .42 caliber revolver was discovered at the crime scene. You said you were missing a Lamat, yes? I did, but my Lamat was a 36 caliber. And you can prove that? My word is proof enough. If I said it, it is true. So, noch ein Beweis. I don't know what you're talking about. I don't know what you're talking about. I can't help you with this. I can't help you with this. Last year, there was a similar incident in which a duelist died. What can you tell me? A tragedy. I shot too well, and my opponent stumbled from the impact. He slipped and fell down the cliff. I regret it all. I have not participated in a duel since. Instead, I only take the role of a referee and supervise the proceedings for safety. I swore that no other club member would die in a duel. Alas, someone else intervened. Okay. Was hat John hier? Ach so. So. Dann haben wir hier noch ein bisschen was zu. Look, Sherry, I'm head of the club. Was haben wir denn hier? Addressed to Heinrich von Kram and written with a nervous hand. Arrived just yesterday. Herr von Staub, das Deutsche Reich kann sich bei anderen Ländern nur Respekt verschaffen, wenn ein von Kram das Amt des Honorarkonsuls bekleidet. Ihre Familie in allen Ehren, aber ich fürchte, für einen solchen Posten ist ihr Ansehen einfach zu gering. Meine ehrbare preußische Familie hingegen wäre der Garant dafür, dass sich das Deutsche Reich über alle anderen Nationen erheben kann und wird. H.F. von Kram. E. von Staubs Antwort befindet sich auf der anderen Seite des Briefes. Herr von Kram, Verlaub, was du geschrieben hast, ist blanker Unfug. Ihre Familie ist alles andere als ehrbar und sie sind für die Dekadenz ihres Hauses das beste Beispiel. Unser Kaiserreich benötigt modernere und vor allem körperlich wie auch geistig gesunde Staatsdiener. Glauben Sie wirklich, dass ein verschuldeter Lotterbube wie Sie, bei dem sich alles ums Glücksspiel dreht, fähig wäre, eine solch große Verantwortung für sein Land zu tragen? Deswegen kann ich mir nicht vorstellen, dass ein Krüppel als Repräsentant einer ganzen Nation diese enorme Last zu schultern imstande wäre. Ich bin die einzige Person, der es zusteht, zum Nachfolger des deutschen Honorarkonsuls auf Frau Donau ernannt zu werden. Sparen Sie sich die Schmach und ziehen Sie Ihre Bewerbung zurück, bevor die Schwächen in der Öffentlichkeit breitgetreten werden. Krass, die haben beide um diesen Posten gerungen. How to sharpen one's senses. Also, muss man mal sagen, der hat jetzt doch ein paar mehr Motive. Die Familie von Kram 5000 Tage im Kölner Kinderkrankenhaus 1865. Postdeutsch Augenarzt, Kölner Kinderkrankenhaus. Doesn't appear to be the happiest childhood. Cecilia von Kram with Heinrich, Cologne 1864. Mein Wunder. Mein Wunder. Professor Stolz Augenarzt, Kölner Kinderkrankenhaus. Recordings labelled in Braille. Your ability to perceive the world can be developed with work and concentration. Was, ist der jetzt ganz blind oder was? I need to be elsewhere.
Aber warte nur, Lucy. Möglicherweise kann ich was. Achso, bis wir kommen, dass viele über die Blinde ihre anderen Sinne schärfen können. There must be more you can recall from the day of the duel. I wish. My eyes make me a poor witness, I'm afraid. Yes, your blindness, an affliction since childhood, one presumes. No scars on your face, and you carry yourself with confidence. I'm starting to see your worth, Mr. Holmes. But this limitation developed your other senses and made you an excellent marksman. So, tell me, did you notice anything else? I do recall a floral smell. Something artificial. It was sweet and fresh and came from the direction of the killer. You and Eric were competing for the position of honorary consul, yes? Quite the title. We were, but he stood no chance. Only a true nobleman could take such a role. Difficult for him to contest it now. Irgendwas haben wir scheinbar noch. I've never seen this before. I can't help you with this. I've never seen this before. I don't know what you're talking about. I can't help you with this. Do you recognize this scent? Yes. This is it. The smell I noticed at the ruins. Where did you get it? Do you know who killed Eric? Tell me his name. I need to be elsewhere. Jetzt liegt es an uns. Das Ding ist, wenn er der Mörder war, woher weiß er dann, dass diese Frau einen blumigen Geruch hat? Verstehst du? Und sag mal, sie wird natürlich durch die Bediensteten gedeckt, aber wenn die ewig gesehen haben, wie der die vermöbelt, dann wundert mich das auch nicht, wenn die sie einfach decken. Und wie kann er von diesem blumigen Geruch wissen? Lavendel und Kiefer oder was das war. Miss von Staub is awaiting the police, sir. Perhaps you might visit on another day. Die wartet die Anzeige für Polizei gerne Good sehen. day, officer. Miss, going on a trip, miss? No, I'm leaving permanently. This place brought me nothing but sorrow. I am sorry. What do you want? Thank you for your time, miss. Hier ist jetzt immer noch so ein Dings oben drüber. I think the time has come to be honest with each other, Miss von Staub. I'll start with my confession. I misled you in our previous meeting. My name is Sherlock Holmes, and I do not work for the police. What? I don't understand. In actuality, I was independently investigating your brother's death and came to an unexpected conclusion. How? Why? It was not a tragic accident, miss. It was cold-blooded murder. And I know the culprit. No. Who is he? Nice try, but as you well know, I'm talking to the culprit right now. What? Are you out of your mind? Certainly not. Allow me to explain how you killed your brother. Verdächtigen Beschuldigung, das dient als Tatwaffe. The missing box in your brother's room contained a lamat, the same weapon used for the murder. You stole it to kill your brother. What? No. Eric was obsessed with guns. I bet he simply left that revolver somewhere else. Yes, it was left somewhere else. The crime scene.
Abandoned in panic, a typical feminine response. No, I've never been to that cursed place. Welche Gelegenheiten ermöglicht die Tat? Welche Gelegenheit ermöglichte die Tat? Ach so, hier. None of that makes a whit of sense. This is monstrous. Oh. Welches Motiv lag der Tat zugrunde? Hä? A moment, if I may. This is torture. I think the time has come to be honest. Nochmal, den Scheiß hier. So, The missing box Lematre. in your brother's room contained a Lamat, the same weapon used Ja, for nur the wissen wir ja murder. schon. Welche Gelegenheit ermöglichte die Tat? Duell in der Ruine? Das vielleicht? You hid behind the wall in the ruins. None of the others present could have killed Eric from that position. Both the duelists were blindfolded, and Mr. von Kram is ill-sighted. So nobody saw anything? Your imagination has run wild. Ah, but you forget one thing. A blind man's other senses grow stronger. Mr. von Kram detected a lavender and pine scent. That of your ointment. You're taking the word of a sightless man. This is monstrous. So, welches Motiv? Hatten wir ja schon. It is your brother who was monstrous. He was a tyrant, and you could tolerate his abuse no longer. Living with Eric was a nightmare, yes. But he was my brother. Now, Miss von Staub, take your time. Tell me the truth. After our parents died, my life slowly became hell. My brother began to humiliate me. Then he became violent. Each day he'd invent a new punishment. Shut my room, burn my paintings, starve me. And without fail, I would be beaten. All visits were forbidden, all contact verboten. I was his caged bird, his pet. When we did go out, he used me to bait influential people. He sold me to Mr. Boddington simply to earn a place amongst this island's elite. Was that not freedom from your brother? He sold me as a thing, sir. Who do you think this gentleman was? I could not endure more cruelty. Mr. Holmes, I'm begging you. Please don't do this to me. Don't throw me from one cage to another. You have suffered enough, Miss von Staub, but now it is over. I will not turn you into the police. I don't know what to say. What will happen with the case? The usual. With their typical stupidity, the inspectors will confidently declare the case a tragic accident, and that will be that. I didn't expect such kindness. Kindness? No, where the truth reveals injustice, I expect accountability, but in this matter, Miss von Staub, I see no injustice at all. Thank you, Mr. Holmes. I'll never forget what you're doing. Gnade vor Recht, dass bei einer gebeutelten jungen Frau Gnade walten. Unter Blinden. Was für ein interessanter Fall, der uns heute wirklich viel Zeit gekostet hat, aber echt gut war. Hat echt Spaß gemacht, diese Sache aufzuklären in 1,5 Stunden. Boah, das war krass. Auf jeden Fall. So, ich verabschiede mich für heute. Muss ich erstmal drüber schlafen, über diese Begebenheit, die wir da hatten. Macht gut, Lucy. Der Floder sagt für heute ciao, ciao.